Hello, 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 and an amazing good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Now let's continue. Lass uns weitermachen. So he quotes the law of Moses, Zitiert also das Gesetz Moses and he says that God himself gave a commandment that you should not basically shut up the mouth of the oxen while he's working. und sagt, wenn Gott selbst ein Gebot gegeben hat, dass man dem Ochsen nicht das Maul stopfen soll, während er arbeitet, Then he tells him, tell me, is God only talking about the oxen here? dann sagt er ihnen, sagt mir, spricht Gott hier nur von Ochsen? Look what he says. Schau, was er in Vers 10 sagt. Doesn't he also give us these principles so that we don't withhold support from his workers? Gibt er uns nicht auch diesen Grundsatz, damit wir seinen Arbeitern nicht die Unterstützung vorenthalten? You know, and again, Und noch einmal. I know I have seen, unfortunately, people in the ministry do abuse this. Ich habe leider erlebt, dass Menschen dies im geistlichen Dienst missbrauchen. You know, they use the money of the people to whatever, live their own luxury lifestyle. Sie verwenden das Geld der Leute, um ihren eigenen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. The money that people give to the church. Mit dem Geld, das die Leute der Gemeinde geben. Because if people from the church give to their leaders personally, that's their thing. Wenn Leute aus der Gemeinde ihren Leitern persönlich Geld geben, ist das ihre Sache. You know, I was called once into a church to help solve the problem. Ich wurde einmal in eine Gemeinde gerufen, um bei der Lösung eines Problems zu helfen. They asked me, you know, to sort out this problem because there was this argument among the leaders and the church. Sie baten mich, dieses Problem zu lösen, weil es einen Streit zwischen den Leitern und der Gemeinde gab. The church wanted to keep the leaders like financially kind of poor. Die Gemeinde wollte die Leiter finanziell sozusagen arm halten. And the leaders thought that they work so hard that they are not treated justly. Die Leiter fanden, dass sie so hart arbeiteten, dass sie nicht gerecht behandelt wurden. So they asked me, and it was not a nice discussion. Also fragten sie mich und es war keine schöne Zeit, keine nette Diskussion. And then of course it was very strongly the argument brought Dann wurde natürlich sehr stark das Argument gebracht, that the tithes is to support the ministers and the offerings is to support the church. dass der Zehnte zur Unterstützung der Leiter sei und die Opfer zur Unterstützung der Gemeinde bestimmt sei. Which of course is not biblically correct. Das ist natürlich biblisch nicht korrekt. Not only is it not biblically correct, it doesn't even make sense. Es ist nicht nur biblisch inkorrekt, es macht auch gar keinen Sinn. The arguments they had is the tithe was for the priests and we are the priests. Die Argumente, die sie anführten, waren, dass der Zehnte für die Priester bestimmt war und sie selbst ja nun die Priester seien. But every Christian is a priest. Aber jeder Christ ist ein Priester. But anyhow, in the end, it was actually more the people that wanted the leaders not to be supported than the leaders wanted support. Wie auch immer, am Ende waren es eher die Menschen, die ihre Leiter nicht unterstützen wollten, als dass die Leiter selbst die Unterstützung wollten. So here is what I said. Also habe ich Folgendes gesagt. I said, since you really believe in tithing and since you have already decided the tithe is supposed to support the leaders, Da ihr wirklich an den Zehnten glaubt und ihr bereits beschlossen habt, dass der Zehnte die Leiter unterstützen soll, then I think it would be just like this. sollte es so sein. That you take the income of all of the members of the church, Ihr nehmt das Einkommen aller Gemeindemitglieder, you add it all up and you divide it by the amount of people there were, zählt es zusammen und teilt es durch die Anzahl der Leute. and then that's the salary that your leaders get. Das ist dann das Gehalt, das eure Leiter bekommen. I mean, that would be fair, right? Das wäre doch fair, oder? Like if you work hard in the world, you get a certain amount. If you work hard here to serve the people, you're not supposed to get that. Wenn du in der Welt hart arbeitest, bekommst du einen bestimmten Betrag. Wenn du hier hart arbeitest, um den Menschen zu dienen, solltest du das nicht auch bekommen? Do you know what was very interesting? Weißt du, was sehr interessant war? The people with a very low income in the church really liked this idea, but the people with a high income thought it was very unjust to give the leaders such a good salary. Die Leute mit einem sehr geringen Einkommen in der Gemeinde fanden diese Idee wirklich gut. Aber die Leute mit einem hohen Einkommen fanden es sehr ungerecht, den Leitern ein so gutes Gehalt zu zahlen. I thought,
isn't it so easy how quick we measure with a double standard? Ich dachte, wie schnell wir doch mit zweierlei Maß messen. And this is what Paul is stressing here. Genau das spricht Paulus hier an. Paul says it's a clearly biblical principle that the ones who are called by God to serve God are supposed to be supported. Paulus sagt, dass es ein klarer biblischer Grundsatz ist, dass diejenigen, die von Gott berufen sind, Gott zu dienen, unterstützt werden sollen. He says he gives us this principle so that we don't withhold support from his workers. Er sagt, er gibt uns dieses Prinzip, damit wir seinen Arbeiten die Unterstützung nicht vorenthalten. Remember, the whole time Paul is saying this, he's not even wanting their support. He makes himself differently. Erinnere dich, dass Paulus die ganze Zeit, in der er das sagt, nicht einmal ihre Unterstützung will. Er macht es anders. But he's establishing a spiritual truth here, which Paul was never afraid to do. Paulus hat sich nie gescheut, diese geistliche Wahrheit aufzustellen. And then look what Paul continues to say here. Schau, was Paulus dann weiter sagt. It was written so that we would understand that the one spiritually plowing and spiritually treading out the grain also labors with the expectation of enjoying the harvest. Es ist geschrieben worden, damit wir verstehen, dass derjenige, der geistlich pflügt und geistlich das Korn drischt, auch in der Erwartung arbeitet, die Ernte zu genießen. Now that's very expressive. Das ist sehr aussagekräftig. The New King James Version simply says, if we have sown spiritual things to you, is it a great thing if we reap material things? In der New King James Version heißt es einfach, wenn wir für euch geistlich gesät haben, ist es dann eine große Sache, wenn wir eure materiellen Dinge ernten? So look, Paul has made it clear Paulus macht deutlich, that those who give you spiritual food, you are supposed to share your natural resources with them. dass man mit denen, die einem geistliche Nahrung geben, auch seine natürlichen Ressourcen teilen soll. I have practiced this many times in my life. Ich habe das sehr, sehr oft in meinem Leben praktiziert. You know, people who have sown into me spiritually, I shared with them my material goods. Ich habe meine materiellen Dinge mit Menschen geteilt, die mich geistlich genährt haben. And I think it's actually sad that we even have to share this. Ich finde es eigentlich traurig, dass wir darüber überhaupt sprechen müssen. Because let me tell you something. Denn, lass mich dir etwas sagen. The spiritual wealth that I have received from some people who have taught me important things, Der geistliche Reichtum, den ich von einigen Leuten erhalten habe, die mich wichtige Dinge gelehrt haben, doesn't even compare with all the money in the world. ist nicht mit allem Geld der Welt zu vergleichen. You know, we had a student at our School of the Prophetic and Supernatural here in Brazil. Wir hatten eine Schülerin an unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen hier in Brasilien. And if I remember right, she used to figure about 20,000 euros, which was about 120,000 reais. Wenn ich mich recht erinnere, nannte sie eine Summe von etwa 20.000 Euro, was ungefähr 120.000 Reais entspricht. That's the amount of money she has spent over the years paying for coaches who helped her to have a better life. So viel Geld hatte sie im Laufe der Jahre für Coaches ausgegeben, die ihr halfen, ein besseres Leben zu führen. And then she said, Dann sagte sie, what I received here in a few days is way more valuable. was ich hier in ein paar Tagen erhalten habe, ist so viel wertvoller. But isn't that sad that sometimes even the Christians think too carnal? Ist es nicht traurig, dass manchmal sogar Christen zu fleischlich denken? No, we should not do that. Das sollten wir nicht tun. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.